den Kokoskuchen. Zuerst nehmen wir mal die Butter. Die sollte schön warm sein, also weich sein, Zimmertemperatur. Da geben wir dann auch gleich den Zucker dazu und den Vanillezucker. Ja, wie so oft. Und dann etwas ins Rührwerk einspannen oder ihr nehmt einen kleinen Handmixer und das verrührt ihr jetzt gut miteinander. Die Eier geben wir jetzt so nach und nach zu und jedes Ei rühren wir einzeln schön unter. Ja, also immer jedes Ei rein und was weiß ich, so 30 Sekunden unterrühren und dann bekommen wir eine relativ flüssige Masse. Dann geben wir langsam die Kokosraspeln dazu, auch nicht alles auf einmal, dass ich es auch ein bisschen schöner im Teig verteilen kann, also immer so nach und nach, auf 3-4 Mal kann man die damit reingeben. Hier habe ich das Mehl, ich habe es euch hier hingeschrieben, da hat die Kamera mal wieder eine Kleinigkeit ausgelassen, das Mehl mit dem Backpulver mischen, ich hatte hier das Backpulver schon drin, habe es mit dem Löffelchen einfach ein bisschen umgerührt und jetzt sieben wir das Ganze eben hier auf unseren Teig, also rein mit dieser Mehl-Backpulvermischung in ein Sieb. Und dann, ihr seht schon, wie schön das da rausrieselt. Es ist einfach ein Traum, Leute, ein Traum. Zum Schluss nochmal mit der Hand kurz, damit auch nichts drin hängen bleibt. Und dann auch wieder mit dem, in der Küchenmaschine oder mit dem Mixer am Anfang ein bisschen vorsichtig, dass euch nicht alles rausstaubt. Ja, dann habe ich hier schon mal, das ist die Kokosmilch. Ihr könnt auch die Kokosmilch durch normale Milch ersetzen. Wichtig ist es halt, dass die Gesamtmenge passt. Ich gebe hier noch einen Schuss von der normalen Milch dazu, rühre das Ganze kurz um, damit es sich schon mal schön verbindet. Die ist dann doch ein bisschen dickflüssiger, das Ganze. Und das gebe ich jetzt also auch immer so nach und nach in den Teig mit hinein. Also einfach so immer so schluckweise rein damit in den Teig und dann immer wieder schön unterrühren. Ja, so schaut das Ganze dann aus. Ich finde, das hat schon was. Dann nehme ich hier einen Teigschaber, da kratzen wir mal noch die Ränder so ein bisschen ab, mischen es mit dem Teigschaber noch mal kurz durch, falls am Rand was angeklebt sein sollte. Gott bewahre, wir wollen nichts verkommen lassen. Schnappe ich mir meine Form hier, die ist wirklich grandios, Leute. Link zur Form unten in der Beschreibung. Wenn ihr nachher den Kuchen seht, wisst ihr, warum ich darauf hinweise. Wirklich hammergeil. Ja, und jetzt ist der Teig natürlich relativ fest, es ist viel Mehl drin, es ist die Kokosflocken drin. Den kratzen wir jetzt also aus der Schüssel raus und füllen unsere Form hier schön voll. Wer so eine Form nicht hat, kann alternativ eine ganz normale Springform nehmen. Gar kein Problem. So, rein damit, ein bisschen glatt streichen. Ja, also überall so ein bisschen mal, damit wir dann eine plane Oberfläche bekommen und auch die Ränder vor allem schön gefüllt sind. Dann wandert das Ganze in den Ofen, 170 Grad Umluft, 50 Minuten brauchen wir da so ungefähr. Macht unbedingt die Stäbchenprobe. Ja, Leute, und so schaut er aus, wenn er rauskommt und so von der anderen Seite. Leute, absolut geile Form. Ihr seht schon auf dem Coverbild von diesem Video, was man mit dieser Form dann machen kann, wie geil man es verzieren kann. Jawohl, probiert's aus. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rudi.